Coq au vin ist ein echter Klassiker aus Frankreich. Und heute möchte ich euch mal meine Variante des französischen Nationalgerichts zeigen. Mit ganz viel Gemüse, jeder Menge Rotwein und Kartoffeln. Wie das geht, zeige ich euch in diesem Video. Und damit hallo zusammen zu einem neuen Video von Tastybits. Ich bin Yannick und ich möchte euch heute mal meine Variante des Coq au vin zeigen. Dieses Schmorgericht hat es wirklich in sich. Jede Menge frisches Gemüse trifft auf Kräuter, auf Rotwein und auf Champignons. Außerdem gebe ich zu meinem Coq au vin gerne noch ein paar Kartoffeln. Damit spare ich mir die Beilage, auch wenn es mit einem richtig leckeren, selbstgebackenen Brot natürlich auch gut schmeckt. Ich beginne zunächst mal mit den Vorbereitungen. Dazu werden 300 Gramm Möhren geschält und in grobe Stücke geschnitten. Ich mag gerne etwas ungleichmäßigere Stücke schneiden, das sieht, finde ich, in dem fertigen Gericht später richtig gut aus. Außerdem schäle ich noch 2 Schalotten und schneide sie in grobe Streifen. Die obligatorische Knoblauchzehe darf natürlich auch nicht fehlen. Ich drücke sie mit dem Messer einmal an und hacke sie dann in feine Stücke. Dazu kommen noch 500 Gramm Kartoffeln, die ich einfach in mundgerechte Stücke schneide. Die Kartoffeln schmore ich zusammen mit dem Huhn im Rotwein und damit muss ich einfach keine Beilage machen, das finde ich eigentlich ganz entspannt. Ich benutze hier neue, festkochende Kartoffeln, daher lasse ich die Schale einfach dran. Außerdem habe ich für meinen Coq au vin natürlich ein Huhn am Start. Ihr könnt einfach ein ganzes Huhn zerlegen, Maishuhn oder ein Schwarzfederhuhn beispielsweise. Wenn ihr nett fragt, dann erledigt es aber bestimmt auch gerne euer Metzger für euch. Ich habe das aber selbst gemacht, weil das den Vorteil hat, dass ich aus der Karkasse vom Huhn noch einen leckeren Geflügelfond für meinen Coq au vin kochen kann. Das müsst ihr aber nicht so machen. Ihr könnt alternativ natürlich auch gerne einen Geflügelfond aus dem Glas nehmen. Und wenn ihr kein ganzes Huhn verwenden wollt, dann funktioniert dieses Rezept auch wunderbar einfach mit 4 Hähnchenkeulen. Und jetzt kommen wir noch zu meinem Tipp für einen wirklich richtig guten Coq au vin. Wenn ihr ein bisschen Zeit habt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall das Huhn mit dem Gemüse, mit den frischen Kräutern wie Rosmarin, Thymian und Lorbeer einfach zusammen mit einer Flasche Rotwein über Nacht im Kühlschrank marinieren zu lassen. In dem Moment zieht der ganze Geschmack in das Fleisch ein und euer Huhn wird später beim Schmoren richtig zart. Falls ihr aber mal schnell für den Abend was zu essen auf dem Tisch haben wollt, dann könnt ihr das Marinieren auch überspringen. Ich habe mich aber dazu entschieden, diesen Coq au vin in einer Marinade einzulegen. Das Ganze geht jetzt über Nacht in den Kühlschrank und am nächsten Tag ist mein marinierter Coq au vin dann bereit für die Zubereitung. Dazu gieße ich zunächst mal alles durch ein Sieb und fange natürlich die Marinade auf, denn darin wollen wir ja unser Huhn schmoren. Außerdem lege ich mir das Fleisch separat vom Gemüse zusammen, weil ich das zu unterschiedlichen Zeiten anbrate. Jetzt schnappst du dir einen Breter oder einen großen Topf und erhitzt darin ein bisschen Butterschmalz. Ich habe hier ungefähr einen Esslöffel verwendet. Die Hühnerteile werden jetzt nacheinander goldbraun angebraten. Das dauert ein bisschen, kann auch so durchaus mal dann 10 Minuten dauern. Nehmt euch da auf jeden Fall ein bisschen Zeit und macht es Stück für Stück, damit alles richtig schön goldbraun werden kann. Das klappt im Übrigen genauso gut, wenn du das Huhn vorher nicht mariniert hast. Wenn dein Fleisch dann schön gebräunt ist, dann nimmst du das Huhn aus dem Topf und hältst es ein bisschen warm, entweder unter Alufolie, unter 2 Schüsseln oder 2 Tellern oder im Backofen bei 50 Grad. Und jetzt wollen wir natürlich diesen leckeren Bratensatz lösen, der sich hier im Topf angesetzt hat, und geben unser Gemüse mit dazu. Ich habe ja Kartoffeln, Karotten, Schalotten und Knoblauch geschnitten. Die kommen jetzt einfach mit in den Breter und dazu gebe ich außerdem noch 100 Gramm geräucherten Speck, den ich in grobe Würfel geschnitten habe. Das alles wird jetzt für ein paar Minuten angebraten, so dass sich der ganze Bratensatz lösen kann. Wenn das geschehen ist, dann gebe ich einen Esslöffel Tomatenmark und eine gute Prise Salz zum Gemüse und lasse alles so ein bisschen ganz leicht anrösten. Und dann kommt auch schon unsere Marinade dazu. Oder der Rotwein, falls du das Huhn nicht mariniert hast. Wichtig dabei ist, dass du nicht den gesamten Wein oder die gesamte Marinade auf einmal dazu gibst, sondern alles nach und nach schön einkochen lässt und immer mal wieder ablöschst.
Dabei kannst du auch gerne mit einem Holzlöffel den Bratensatz am Topfboden so ein bisschen lösen, denn da steckt jede Menge Geschmack drin. Und wenn dein Wein dann ordentlich eingekocht ist, dann legst du die angebratenen Hühnchenteile wieder zurück in den Bräter und füllst alles mit so 300 bis 500 Milliliter Geflügelfond auf. Da kannst du gerne einen selbstgekochten Fond nehmen oder auch die Variante aus dem Glas. Ja, und jetzt ist ein bisschen Geduld gefragt, denn dein Coq au vin muss jetzt für ungefähr eine Stunde bei niedriger bis mittlerer Hitze ohne Deckel auf dem Herd köcheln. Alternativ geht das auch im Backofen bei 160 Grad Ober-Unterhitze. Und nach einer Stunde werfen wir dann schon mal einen Blick und es duftet hier in der Küche nach Coq au vin, nach Rotwein, nach Fleisch, nach Gemüse. Richtig, richtig lecker. Jetzt ist es an der Zeit, meine Pilze mit dazu zu geben. Ich habe hier 200 Gramm braune Champignons gehabt. Die habe ich einfach halbiert und die gebe ich jetzt mit zum Coq au vin. Das gibt dem Gericht eine tolle Note. Anschließend heißt es dann nochmal 30 Minuten köcheln. Jetzt haben wir es auch schon fast geschafft. Du kannst dein Coq au vin jetzt gerne noch mit ein bisschen Cognac flambieren. Ich habe hier 50 Milliliter genommen, das ist aber kein Muss. Wenn du die Soße vom Coq au vin etwas abgebundener haben möchtest, dann nimmst du dir einfach ein paar Esslöffel von der Soße in eine Tasse und verrührst alles mit einem Teelöffel Speisestärke. Das geht zum Beispiel mit einer Gabel. Dann gibst du diesen Stärkemix wieder zurück in den Bräter und verrührst alles. Die Stärke sorgt nämlich dafür, dass die Soße richtig schön sämig abgebunden wird. Jetzt kannst du deinen Coq au vin auch direkt aus dem Bräter servieren. Dazu passt ein bisschen frisches Weißbrot oder Baguette. Aber auch ohne Beilage ist dieser Coq au vin auf jeden Fall richtig lecker, denn wir haben ja schon geschnittene Kartoffeln mit drin. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachkochen und freue mich auf deinen Kommentar, wie es dir geschmeckt hat. Es wäre außerdem super, wenn du meinen YouTube-Kanal hier gleich abonnierst und die Glocke aktivierst. Dann verpasst du natürlich auch kein neues Video mehr von mir. Einen guten Appetit wünsche ich dir und ich freue mich auf dich im nächsten Video.